Der Werkzeugschleifprozess ist ein zentraler Bestandteil bei der Herstellung moderner Zerspanwerkzeuge. Besonders der Nuten-Tiefschleifprozess stellt eine große Herausforderung dar. Denn beim Schleifen der typischen helixförmigen Sparnuten führt die Maschine komplexe Bewegungen aus, die zu sehr anspruchsvollen Eingriffsbedingungen zwischen der Schleifscheibe und dem Werkstück führen. Am Ende sehen wir immer das fertige Werkzeug. Der entscheidende Teil des Prozesses bleibt dabei jedoch unsichtbar. Denn in der Kontaktzone tragen Millionen einzelner Schleifkörner das Material vom Werkstück ab und die Schnittbedingungen sind dabei keinesfalls konstant. Mein Name ist Frederik Wiesener, ich bin Doktorand am Institut für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen der Leibniz-Universität Hannover und ich beschäftige mich hier vor allem mit der Frage, wie wir komplexe Schleifprozesse besser verstehen und gezielt auslegen können. Am IFW verbinden wir experimentelle Untersuchungen mit modernen Simulationstechniken, um fundiertes Prozesswissen aufzubauen und anschließend für die industrielle Praxis nutzbar zu machen. Klassische Simulationsansätze betrachten den Schleifprozess meistens nur auf der gesamtheitlichen makroskopischen Ebene. Das liefert zwar einen Überblick für die Prozessauslegung, lässt jedoch lokale Effekte auf der Kornebene außer Acht, obwohl genau diese den Gesamtprozess maßgeblich bestimmen. Um entsprechende Effekte sichtbar zu machen, setzen wir hier am IFW unsere hauseigene Simulation ein, mit der wir den Materialabtrag Korn aufgelöst betrachten. Sie ermöglicht uns damit detaillierte Einblicke in die Zerspanvorgänge am einzelnen Schleifkorn und erlauben so Analysen lokaler Materialabtragsmechanismen. Ein zentraler Bestandteil ist dabei ein Schleifscheibenmodell, das auf eine Korndatenbank mit digitalisierten, real gescannten Korngeometrien zurückgreift. So lassen sich realitätsnahe Schleifscheibenoberflächen für unterschiedlichste Werkzeugkonfigurationen in der Simulation abbilden. Diese Detailtiefe ist jedoch extrem rechenintensiv und für die direkte praktische Anwendung nicht geeignet. Und genau hier setzt unser Ansatz an, denn wir haben am IFW eine multiskalige Simulation entwickelt, mit der wir Ergebnisse von der Mikroskala effizient auf die Makroskala und den Gesamtprozess übertragen können. Auf diese Weise werden lokale Mikroeffekte auf der makroskopischen Simulationsebene berücksichtigt. Die Simulation ist dabei keinesfalls eine Blackbox, sondern kann als Analyse- und Assistenzsystem für den Anwender angesehen werden. Lokale Effekte können systematisch nachvollzogen werden, sodass Änderungen von Prozessparametern und dessen Wirkung innerhalb der Kontaktzone deutlich werden. Das ermöglicht es uns, fundierte Entscheidungen in der Prozessentwicklung zu treffen, um so beispielsweise Entwicklungszyklen und damit letztendlich die Kosten zu senken. Wir am IFW arbeiten daran, Schleifprozesse transparenter und beherrschbarer zu machen. Kommen Sie gerne auf uns zurück und sprechen Sie über Ihre Herausforderungen.